Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super schnelles und einfaches Rezept für eine leckere Spätzlepfanne mit Pilzen, Speck und Erbsen. Dafür kümmern wir uns zunächst um die Pilze. Da habe ich 400 Gramm braune Champignons hergenommen, putzen und danach in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem kleinen Schuss Öl erhitzen. Sobald die Pfanne richtig schön heiß ist, kommen die Pilze dazu. Für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten. Währenddessen eine kleine Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Die Pilze dann gelegentlich mal umrühren bzw. durchschwenken und zum Schluss mit einer guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer würzen, aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Anschließend, wenn nötig, erneut einen Schuss Öl in die Pfanne geben, außerdem 125 Gramm gewürfelten Speck, die Zwiebeln und den Knoblauch hineingeben, unter gelegentlichem Wenden für ein paar Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Und wenn das erledigt ist, löschen wir das Ganze mit 100 Milliliter Weißwein ab. Alternativ könnt ihr hier auch Brühe oder Fond verwenden. Den Weißwein unterrühren, nahezu komplett verkochen lassen und danach geben wir die Spätzle dazu, 500 Gramm aus dem Kühlregal, außerdem einen gehäuften Teelöffel geräuchertes Paprikapulver und die Pilze wieder zurück in die Pfanne geben. Alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und zum Schluss kommen dann noch 200 Gramm Tiefkühlerbsen dazu, außerdem etwa 200 Milliliter Sahne oder Milch dazu gießen, alles einmal aufkochen lassen und dann sind wir auch schon fertig. Die Spätzlepfanne zum Schluss nur noch mit etwas Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken, ein letztes Mal gut umrühren und dann vom Herd ziehen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.